Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Wie ihr seht, habe ich den Overnighter gut überstanden. Das hat auch mal wieder richtig Spaß gemacht. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Genauer gesagt sitze ich jetzt wieder hier in meiner Werkstatt. Ja, wie ihr im Intro schon gesehen habt, geht das heute um einen elektronischen Mückenschutz. Genauer gesagt die Tiny Rappel 3 in 1 von der Firma Flextail. Ja, wie ist es zu diesem Test gekommen? Ganz einfach, die Firma Flextail hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, wie sieht's aus? Interessiert dich das Produkt? Möchtest du es mal testen? Wir stellen es dir kostenlos zur Verfügung. Ja, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Als Gegenleistung gibt es einen 15%igen Rabattcode für meine Zuschauer für alle verfügbaren Produkte auf der Flextail Webseite. Das ist doch schon mal was. Ja, als ich das Gerät bekommen habe, habe ich dann natürlich erstmal mich mit der Bedienung vertraut gemacht und bin dann natürlich hier raus. Ich wollte es dann unbedingt draußen testen unter echten Bedingungen, weil nur da kann man dann wirklich sehen, wie sich das von der Bedienung macht. Ja, das habt ihr ja schon im Intro gesehen. Ja, ich kann eins verraten, ich bin nicht von Mücken gestochen worden, obwohl ich im Mückengebiet war. Ja, wieso heißt das Gerät eigentlich 3 in 1? Das ist ganz einfach, weil es 3 Funktionen besitzt. Und zwar ist es A, ein Mückenschutz. Das zweite ist, es ist eine Campleuchte. Und das dritte ist, man kann das Gerät auch als Powerbank benutzen. Dazu sage ich aber später noch was. Okay, dann packen wir das Teil mal aus. Die Tiny Rappel wird hier in so einem Hardcase geliefert. Da kann man die Lampe nachher auch wieder drin verstauen. Das hat hier so eine Trageschlaufe und einen schönen Reißverschluss. Ich mache das Hardcase mal auf. So. Ja, und da drin befindet sich dann hier einmal die Bedienungsanleitung. Dann haben wir ein USB-C Ladekabel. Und die eigentliche Tiny Rappel, die kennt ihr ja schon aus dem Video. Die hat eine Höhe von 14,5 cm und einen Durchmesser von ca. 4 cm. Am Boden hat sie ein Magnet eingelassen, da könnte man die Lampe an Metall anheften. Ja, und das Ganze hat ein Gewicht von 148 Gramm. Die Wirkstoffplättchen sind nicht im Lieferumfang enthalten, die müssen separat bestellt werden.
Auf der Oberseite ist hier so ein Klappkarabiner verbaut. Da könnte man die Lampe zum Beispiel am Zelt anhängen oder wie ich das gemacht habe, ich habe mir hier so ein Paracord-Lanyard durchgezogen. Da hatte ich dann mehr Platz und konnte die Lampe dann in meinem Lager richtig aufhängen. Betrieben wird die TinyRapel mit einem fest verbauten Akku mit einer Leistung von 4800 mAh. Das reicht je nach Betriebsmodus 7 oder 10 Stunden im Mückenschutzbetrieb. Das Heizelement hat außerdem einen Überhitzungsschutz mit Abschaltfunktion. Geladen wird die TinyRapel hier über das mitgelieferte USB-Anschlusskabel. Das hat hier an der einen Seite einen USB-Standardanschluss. Ein Netzteil wird nicht mitgeliefert, das müsst ihr dann woanders hernehmen. Ich stecke das jetzt hier mal in mein Ladenetzteil. Ups, andersrum. So, und auf der anderen Seite hat es jetzt hier bei der TinyRapel einen USB-C-Anschluss. Da stecken wir das ein und schon sehen wir, dass hier die Ladekontrollleuchte angeht. Das blinkt auch und hier seht ihr dann praktisch beim Laden den Akkustatus. Okay, dann nehmen wir die TinyRapel jetzt mal in Betrieb. Dazu brauchen wir natürlich hier die zugehörigen Wirkstoffplättchen. Die haben übrigens eine Lagerfähigkeit von 3 Jahren und halten pro Anwendung ca. 10 Stunden. Okay, dann setzen wir die jetzt mal ein. Die Plättchen sind hier in so einen Blister eingeschweißt, luftdicht verschlossen, damit der Wirkstoff nicht verdampft. Ich schneide jetzt mal hier 2 ab. Wir brauchen 2 Stück. So, dann machen wir die Enden auf. So, eingesetzt wird das Ganze hier in die seitlichen Schlitze. Ich nehme mal einen raus. So, und der wird dann hier einfach eingeschoben. So, das gleiche machen wir mit dem zweiten Plättchen. Auch hier eingeschoben. So, und schon ist das Gerät einsatzbereit. Die Wirkstoffplättchen sind leicht und klein, lassen sich deswegen sehr gut im Rucksack verstauen und transportieren. Bestellen kann man die bei Flextail auf der Herstellerseite. Bei Amazon habe ich sie nicht gefunden, aber die TinyRapel unterstützt baugleiche Plättchen. Das heißt, wir müssen nur die richtigen Maße haben. Das wäre in diesem Fall hier 3,5 x 2 cm. Und ich habe mal bei Amazon geschaut. Da passen dann zum Beispiel diese hier von Etisso auch wunderbar rein. Die verlinke ich euch auch unter dem Video. Gut, dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal alle Betriebsmodi und die Bedienung der TinyRapel. Fangen wir mal hier mit den Bedienelementen an. Wir haben hier auf der Vorderseite eine Taste mit so einem Heizsymbol drauf. Das ist für die verschiedenen Mückenmodi. In der Mitte haben wir eine Betriebszustandsanzeige. Da können wir sehen, in welchem Modus wir uns befinden. Hier rechts haben wir eine Taste für die verschiedenen Leuchtmodi. Auf der Rückseite haben wir hier die USB-C Ladebuchse und eine Akkustandskontrollleuchte. Fangen wir mal mit der an. Die können wir ganz einfach abfragen, indem wir eine der beiden Tasten hier ganz kurz drücken. Drück mal. So, es leuchtet die kurz auf und ich kann den Akkustand ablesen. Ich mache es nochmal. Gesehen? Und so kann man sich anzeigen lassen, wie voll der Akku noch ist. Gut, dann fangen wir mal hier mit dem Mückenmodus an. Eins ist zu beachten, diese Lampe hier ist gegen Einschalten gesichert. Das heißt, wir können alles nur einschalten, wenn wir zweimal hintereinander drücken, also einen Doppelklick machen. Dann erst schaltet sich die Lampe ein. So wird vermieden, dass sie sich versehentlich im Rucksack aktiviert. Gut, dann schalten wir mal den Mückenmodus ein. Ich drücke zweimal hier auf die linke Taste. 1, 2. So, jetzt geht hier in der Mitte die grüne Leuchte an. Das heißt, wir befinden uns im sogenannten Camp-Modus. Das Wirkstoffplättchen wird jetzt auf 110 Grad erhitzt und macht eine Schutzzone von ca. 3 Metern. Die Akkulaufzeit beträgt in diesem Modus 10 Stunden. Drücken wir jetzt nochmal.
wird die LED hier rot. Das heißt, wir befinden uns in dem sogenannten Outdoor-Modus. Das Wirkstoffplättchen wird jetzt auf 165 Grad erhitzt. Und wir haben eine Akkulaufzeit von 7 Stunden nur noch, aber haben eine Schutzzone von 9 Metern. Drücken wir nochmal, geht der Mückenschutz wieder aus. Gut, hier haben wir jetzt die verschiedenen Lichtmodi. Hier müssen wir natürlich auch doppelklicken. 1, 2. Jetzt komme ich in die erste Stufe. Das sind 50 Lumen. Das ist so ein Mondscheinmodus. Drücke ich jetzt hier nochmal. Komme ich auf Stufe 2 mit 100 Lumen. Nochmal Stufe 3 mit 200 Lumen. Und ein viertes Mal komme ich auf die höchste Stufe mit 400 Lumen. Drücke ich dann erneut, geht die Lampe wieder aus. Und genau das war ein Problem, und zwar war das für mich so, ich wollte nachher ins Bett, hatte dann hier nur noch diesen Mondscheinmodus an und wollte die Lampe dann ausschalten. Tja, und dann regelt ihr die hoch und die blendet und dann geht die erst aus. Das ist total unangenehm in den Augen. Das hat mich also extrem gestört. Aber da habe ich einen Tipp für euch, da habe ich was rausgefunden. Wenn ihr in dem Lampenmodus seid und ihr drückt dann hier auf die andere Taste vom Mückenmodus, dann könnt ihr die Lampe direkt wieder ausschalten. Kleiner Tipp von mir. Natürlich lassen sich auch beide Modi gleichzeitig benutzen. Das heißt, ich mache jetzt hier mal den Mückenschutz an und hier noch die Lampe. Dann habe ich also Licht und Mückenschutz. Okay, nun zum Abschluss mein persönliches Fazit. Flextail hat mich hier um eine objektive Bewertung gebeten, dem möchte ich hier gerne nachkommen. Dann würde ich doch sagen, fangen wir mal mit den Pluspunkten an. Also was ich gut fand, ist die Verarbeitung von der Lampe. Die hat auch eine sehr gute Haptik. Das Ding sieht nicht billig aus, die ist gut verarbeitet, also das finde ich schon mal gut. Ja, das zweite, was mich wirklich überzeugt hat, war die Helligkeit dieser Lampe. Also ich habe die dann mal nachts mit 400 Lumen im Baum gehangen. Das hat wirklich den gesamten Lagerplatz ausgeleuchtet. Also beim Notabbruch zum Beispiel hätte man die Lampe in den Baum hängen können, man hätte schön packen können. Der ganze Lagerplatz war ausgeleuchtet, das ist auch eine super Sache. Ja, was ist noch positiv? Natürlich das kleine Packmaß, das geringe Gewicht. Man kann die wunderbar im Rucksack verstauen. Das gefällt mir auch sehr gut. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, ist, dass man halt auch Plättchen, Wirkstoffplättchen von Fremdanbietern nehmen kann. Ja, das waren definitiv die Pluspunkte. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die nicht ganz so gut sind oder vielleicht verbesserungswürdig sind. Da wäre mal A, die Auffindbarkeit der Tasten im Dunkeln. Wenn ihr die Lampe im Dunkeln hängen habt, dann müsst ihr da suchen und tasten. Ihr findet die, das ist ein Stück hier, das ist auch nicht irgendwie abgesetzt. Das ist ein Gummistück und ihr müsst dann da überall rumdrücken, bis ihr mal irgendwann die Lampe anhabt. Also ich hatte da wirklich ein bisschen Mühe, mit Übungen geht's, aber es wäre schöner, wenn das leichtgängiger wäre. Genau, apropos leichtgängiger, die Tasten, weil die Lampe ja wassergeschützt ist, haben so eine Gummikappe da drüber. Und ja, die lässt sich relativ schwer schalten mit dem flachen Finger. Also ihr müsst dann schon mit dem Nagel zum Beispiel drückt, dann geht das ruckzuck. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel einen Handschuh anhabt, dann wird die Bedienung wahrscheinlich unmöglich sein. Also das wäre irgendwie schöner, wenn die Tasten leichtgängiger wären. Ja, was ist noch ein Kritikpunkt? Definitiv der größte an dem Teil ist wirklich der fest verbaute Akku. Warum? Ja, im schwächsten Modus hält die Lampe halt gerade 10 Stunden, also der Mückenschutz 10 Stunden. Wenn ihr dann noch die Lagerlampe anhabt dazu, geht das auch nochmal von der Zeit ab. Das heißt, ihr schafft damit genau einen Overnighter und dann ist damit fertig, dann ist Schluss. Dann könnt ihr das Ding nicht mehr benutzen, dann müsst ihr eine Powerbank mitnehmen und die dann für die nächste Nacht laden. Ja, und das wäre einfach schöner, wenn man da hätte irgendwie den Akku rausnehmen können und sich einen zweiten kaufen oder einen dritten und den dann einfach reinschieben können, wechseln und dann hätte man die nächste Nacht auch gehabt. Also das hätte ich persönlich wesentlich besser gefunden. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Die Funktion als Powerbank erklärt sich fast schon von selber. Bei der Laufzeit kann ich nicht noch ein Smartphone laden, weil dann komme ich mit dem Mückenschutz nicht mehr über die Nacht.
Also das ist für mich eher ein Gimmick, aber nicht, sag ich mal, wirklich zu gebrauchen. Es sei denn, ich nehme die jetzt wirklich nur als Lagerlampe und Powerbank. Okay, dann wäre es okay. Aber sobald der Mückenschutz da ins Spiel kommt, ist die Laufzeit vom Akku einfach viel zu kurz. Ja, das waren so die Punkte, die mir so aufgefallen sind. Wie gesagt, Flextail gibt meinen Zuschauern einen Rabatt von 15% auf alle verfügbaren Produkte auf ihrer Webseite. Der Rabattcode ist bushcraftnature15. Blende den jetzt hier auch nochmal ein. Ja, und des Weiteren könnt ihr alle technischen Daten auf der Herstellerseite nochmal nachlesen. Wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, da stehen noch viel mehr Details, wie lange ihr laden müsst, mit wie viel Ampere und so weiter. Das findet ihr alles auf der Herstellerseite. Dort könnt ihr natürlich auch die Wirkstoffplättchen bestellen. Da ist alles verlinkt. Ich mache das alles unter das Video. Es steht alles in der Videobeschreibung. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich denke, ich habe alles erwähnt, was relevant war. Ja, dann würde ich sagen, schließe ich das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und verabschiede mich von euch bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Tschüss, ciao.